Das hier ist mal wieder eine Folge Senioren spielen zum ersten Mal Videospiele. So ist es. Und ich habe schon gesehen, wenn man das Spiel das erste Mal startet, Freunde, dann bekommt man hier einen kleinen Pfeil hingezeigt auf das Sammelalbum. Und in diesem Sammelalbum ist alles niedergeschrieben, was unser liebster Liebling, Guybrush Threepwood, so durchgemacht hat. Und hier kann man jetzt so ein bisschen durchblättern, wenn man gar nicht mehr im Kopf hat, was vorher in den Abenteuern passiert ist. Wir können hier tatsächlich mal durchgucken. Buch öffnen. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Das ist Mighty Pirate. Guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte, um seinen Wert zu beweisen. Das war Monkey Island 1. Wir erinnern uns. Da musste man dieses abstrus schwierige Spiel spielen, wo man sich die ganze Zeit mit Beleidigung gebattelt hat, um zu beweisen, dass man kämpfen kann, weil so hat man damals gekämpft. Das war eine der Prüfungen. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen arbeitete. So ist es nämlich, weil das waren nicht nur ganz einfache Prüfungen, da kam nämlich dieser hier. Erzähl mir mehr. Oh, man kann auch zu den ganzen Dingern noch mehr erzählen lassen. LeChuck dachte, er sei in Elaine verliebt. Ich habe eine Mannschaft zusammengestellt. Carla, Otis und Meathook sind mit mir nach Monkey Island gereist, um Elaine zu retten. Und das, Stan. Mein erstes Schiff war die Sea Monkey. Ich habe sie bei Stans Gebrauchtschiff-Bazar gekauft mit einem Kreditbrief, den ich quasi gefälscht habe. Nun gut. Und was haben wir hier für einen Drohbrief? Elaine wurde von dem ruchlosen Geisterpiraten LeChuck entführt und nach Monkey Island gebracht. Monkey Island war ein dampfendes vulkanisches Geheimnis, das mit Dschungel bedeckt und auf keiner Karte zu finden war. Auf der Insel befand sich eine gigantische Affenkopfstatue, unter der sich Katakomben befanden. Und da war auch das Geisterschiff. LeChucks Geisterschiff lag in einem Lavasee vor Anker, versteckt unter der Oberfläche der Insel. Was ist das für ein ekelhafter Q-Tip? Der Affenkopf öffnete sich mit einem speziellen Schlüssel, den man in sein Ohr steckte. Oh, I remember this, ja. Ich traf dort einen alten Schiffbrüchigen, Hermann Toothrod, der sich mit den Einheimischen viele empörte Briefe schrieb. Wir kehrten nach Mealy Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Und da ist LeChuck, wie er die Affen heiratet. Ich hatte es gerade noch rechtzeitig zur Kirche geschafft, um die Hochzeit zu verhindern, dachte ich zumindest. Es stellte sich heraus, dass Elaine bereits alles unter Kontrolle hatte. Wie macht sie das nur? Ich habe LeChuck besiegt und er ist praktisch explodiert. Und sein Kopf ist weggeflogen und deswegen nahm die Geschichte auch in Monkey Island 2 dann ihren Lauf. Es war der Beginn von etwas Magischem. Diese sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Boop finden wollte. Und da haben wir nicht nur ihn kennengelernt, meinen guten Freund Wally, der Karten herstellt. Und ich habe sein Monokel gestohlen. Gute Zeiten. Erinnert ihr euch noch, als wir das Monokel gestohlen haben von Wally? Das war eine schöne Zeit. Oh, das war toll. Die geheimnisvolle Voodoo-Lady im internationalen Markt für Mojo hat mir beigebracht, wie man eine Voodoo-Puppe herstellt, was sich mehr als einmal als nützlich erwies. Tatsache. Die Karte zum Schatz war in 4 Teile zerrissen worden, was, seien wir mal ehrlich, so ziemlich das Piratigste ist, was es gibt. Ich erinnere mich ans Anspucken. Oh ja, das war auch eine wundervolle Zeit. Elaine scheint immer zu wissen, wann ich sie brauche. Am Ende waren es wieder nur LeChuck und ich. Er setzte Magie ein, aber andererseits tat ich das auch. Denn wir haben ja auch wieder die Voodoo-Puppe gegen ihn eingesetzt. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Und das müsste ehrlich gesagt aus Monkey Island 3 gewesen sein. Also das sind Teile, die ich dann nicht mehr gespielt habe. Das eben war Monkey Island 1 und Monkey Island 2. Und dann gab es ja noch The Curse of Monkey Island. Und es gab so viele Monkey Island Spiele. Ich glaube, insgesamt gibt es 5. Genau, aber das, was wir jetzt spielen, Return to Monkey Island, knüpft quasi an Monkey Island 1 und Monkey Island 2. Aber interessant, dann sehen wir mal, was in den anderen Teilen auch passiert ist. Ich habe absichtlich einen Vulkan zum Ausbruch gebracht. Es gibt nicht viel, was ich nicht für Elaine tun würde. Ich wurde lebendig begraben. Oh, vielleicht ganz gut, dass wir den Teil nicht gespielt haben, das klingt ja gruselig. Zu dieser Zeit traf ich Murray, den angeblich allmächtigen Dämonenschädel nach einer mitreißenden Seeschlacht. Für LeChuck ging die Sache nach hinten los, denn Elaine und ich heiraten, als alles vorbei war. Spiel, Satz und Sieg für mich. Und hier geht's noch weiter. Es war ein toller Tag, auch wenn wir im Nachhinein gesehen die Scumbar nicht mit dem Catering hätten beauftragen sollen. Elaine und ich für immer zusammen. Die Dolche sind ein Symbol für das Durchschneiden von Problemen, glaube ich. Hoffen wir einfach mal.
Oh Mann, das war die verrückte Zeit, als LeChuck mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. What? Die ultimative Beleidigung war nicht wirklich ultimativ oder überhaupt eine Beleidigung. Oder etwa doch? LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. Ich bastelte ein albernes Monster aus Prothesenkörperteilen zusammen. Es hat zwar nichts gebracht, aber ich hatte Spaß dabei. Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich LeChucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Ich musste eine Zeit lang einen Haken tragen, das war sehr praktisch. Die Todeskarte steht normalerweise nicht für den buchstäblichen physischen Tod, außer wenn doch. Ich stand wegen 4 verschiedener Anklagen vor Gericht und musste um mein Leben kämpfen. Ich habe mich natürlich verteidigt. War das einfach, ist das hier Phoenix Wright versus Guybrush Threepwood? Ist das der Teil gewesen? Oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteurers. Damit habe ich LeChuck besiegt. Sein Bein ging so leicht ab, wie man ein Laib Brot zerreißt. True. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Und dort wollen wir jetzt auch anknüpfen und wir wollen neue Abenteuer erschaffen, erleben. Ich bin sehr gespannt. Hallo Alienthetic und hallo Felix. Damit gehen wir jetzt rein in ein neues Spiel. Die ganze Geschichte und der ganze Spaß aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Mehr Rätsel, schwerere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteurerspieler, der alles will. Ich bin ehrlich mit euch. Mein innerstes Herz schreit mir, dass ich den schweren Modus spielen möchte. Einfach um mir selbst zu beweisen, dass ich das könnte. Aber ich bin mir so sicher, dass wir das nicht können. Do it? Wirklich? Wirklich? Oh Gott. So viel Affe, dass es Gorilla wird. Okay, Fabi sagt ja, wenn irgendjemand die Entscheidungsmacht hat darüber, was wir in Monkey Island machen, dann ist es Fabi. Also wenn wir uns irgendwann beschweren wollen, dass ich hier sitze und mich über alles hasse. Fabi, herzlichen Dank für deine Entscheidung. Fabi hat jetzt schon den Guide parat. Ach, Fabi ist der Guide. Hör mal. Schwerer Modus. Wir gehen rein, I guess. Muss ich das jetzt auch in den Titel schreiben? Machen das nicht coole Leute so? Also machen nicht so, schreiben alle Leute nicht mal in den Channel, Gott-Modus, überkrank schwerer Modus, damit Leute reinkommen können und sagen können, boah, der spielt den Gott-Modus, oh, ist der heftig. Wahrscheinlich, ne? Okay. Gut. Fabi will dich nur auslachen, wenn du struggles. Wahrscheinlich. Aber mehr Rätsel bedeutet am Ende wahrscheinlich einfach sowas wie, man hat ein Buch und muss was reinschreiben und, Ich verstehe nicht, wie man in ein Buch schreibt. Wisst ihr, das ist so mein Problem am Ende. Immer nur schwer bei Monkey Island. Am Ende ärgert man sich, dass man einige Rätsel nicht gespielt hat. Das stimmt natürlich auch. Johnny Wohlfahrt, das ist ein sehr witziger Name. Hallo, Johnny Wohlfahrt. Schwerer Modus. Rein geht's. Yippie-yay. Also nach meiner Beobachtung in anderen Streams liest keine Sau den Titel. Das ist korrekt. Wirklich, ich könnte in den Titel, glaube ich, meine Adresse schreiben und es wäre allen egal. Weil es liest eh niemand. Schwerer Modus. Auf geht's. Nach Melee Island. Auftakt! Eine unerwartete Geschichte beginnt. Am Dom 2 her. Das ist meine Adresse, das stimmt. Der Auftakt. Nimm das, LeChuck. Guybrush, komm hierher. Sei vorsichtig, nimm die Maske ab. Versprichst du mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich versprech's. Ich tue ja alles, mach bloß das Bein wieder fest. Das Bein von LeChuck. Hey, ihr Kinder! Ihr sollt hier nicht rein. Tatsächlich beginnt das Spiel an dem Ende. Original genau am Ende. Okay. Machen wir uns über die beiden lustig. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Schön. Entschuldigt, dass wir abgehauen sind. Ihr habt euch wahrscheinlich Sorgen um Mörder und Taugenichtse gemacht. Keine Sorge, ich habe ihn gefunden. Oh, sehen die drollig aus. Die sind süß. Kommt schon, auf geht's. Tun wir so, als hätte ich Kräfte, die mir Blitze aus den Augen schießen lassen.
Das war ganz genau so am Ende. Oh, wie toll. Er klingt so lebensecht. Ich frage mich, ob er echt ist. Oh, wie toll. Das ist halt wirklich sehr, sehr gut, wenn man jetzt ganz vor kurzem das zweite zu Ende nochmal gespielt hat. Entschuldigt, Jungs, könnt ihr aufhören, uns zu verfolgen? Das ist ja unheimlich. Die muss man extra anschalten? Oh no. Jawohl, Sir. Ja, natürlich würde ich die gerne anschalten. Das wusste ich nicht. Ich habe da in eine Scurvy Dog Hütte gesehen. Scurvy Dog, so einen habe ich noch nie gegessen. Was? Du musst unbedingt einen probieren. Aber natürlich hätte ich gerne das Voice Acting. Das ist das Beste, was du je in deinem Leben essen wirst. Ohne Spaß. Wow. So. Dann wollen wir doch mal. Es ist nicht unter Sound. Text und Sprache. Ist es etwa Writer's Cut, mehr Geschwafel, schlechteres Erzähltempo? I guess so. Ist der echt? Klingt echt. Er redet aber immer noch nicht. Oh nein, muss man dafür das Spiel neu starten? Stimmt, oder? Weil bei Sound ist es nicht? Oh, nur Text. Text und Dialoge. Ha! Upsi. Text und Dialoge. Das ist aber auch interessant gewordet. Also so hätte ich das jetzt nicht verstanden, dass das darunter versteckt ist. Ah ja. Warte mal, das Fass überprüfen. Wer ist er denn? Das ist ja mega der Chiller. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Ich glaube, der steht nicht auf. Herumalbern. Das mache ich gerne. Hey, Chucky, get ready to run. Oh Gott. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, holen wir uns jetzt mal den Scurvy Dog. Wie sieht unser Inventar aus? Schick. Meine To-Do-Liste öffnen. Scurvy Dogs kaufen. Das ist eine super To-Do-Liste. Ich finde, jede To-Do-Liste sollte genau so aussehen. Moin. Ich sehe einen Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Der Schlüssel ist an einem Holzbein. Wow, sieh dir diese Brille an. Es ist einfach der Affe. Jimmy. Wenn das nicht mal der perfekte Alert ist. Danke sehr für 19 Monate. Herzlichen Dank für deinen Resub. Welcome, welcome. Sieh dir diese Brille an. Fettschicht auf dem Boden? You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Können wir ein paar Hühnerfußpommes bekommen? Können wir bitte einen Krug Rock bekommen? Meint ihr, wir bekommen einen Krug Rock? Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Schade. Hätte ja sein können. Now what? Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Bitte? Oh nein. Ist das wieder so eine Endschlussschleife, wo man die ganze Zeit bitte sagt? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Oh. Wie kann man da Nein sagen? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. Ah, so sagt man wahrscheinlich Nein. Like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Dann eben nicht. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Wir sollen nach Geld gucken im Plumpsklo? Hühnerfußpommes bestellen. Den Zettel lesen. Was steht denn da? Return outhouse key when finished, or else. Oh, das wird bestimmt der Kloschlüssel sein. Put it on a leg to keep you from walking off with it. Smart. Den Schlüssel schnappen. Ah, perfekt. I'll bring this right back, sir. You'd be wise
wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Wir gehen dann mal... Chucky fesseln. Ich weiß nicht, warum ich es tun kann, aber mir gefällt der Gedanke. Hey, Chucky. Nah, I want to get scurvy dogs. Schade. Exhibit removed. Exponat entfernt. Oh, ist hier auch jemand im Fass? Alter, der ist auch hier drin. Was ein Schild. Wirklich, das... Lake hat's eben schon geschrieben. Das wird einfach mein neues Profilbild. Safe. Der ist es. Das bin ich. Im Plumpsklo herumspielen. Ich möchte am Anfang... Das hatte ich auch mal. Da war ich bei meinen Eltern und habe ganz viel kohlensäurehaltige Getränke getrunken. Und ich hatte 3 Tage lang einen Schluck auf. Das war so schlimm, ich konnte kaum einschlafen. Ich wollte nur noch mal einmal ganz kurz erwähnen, das hier ist ein Videospiel. Bitte spielt niemals im Plumpsklo herum. Das ist nicht so gut. Das war richtig schlimm. Good thing I've got the key in my pocket. Ja, Mann. Jetzt nehmen wir diesen Schlüssel. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Und bitte steckt auch kein Scurvy Dog in nein. Good, you unlocked it. Am Schlamm riechen. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Zu spät. Aha. Oh, da ist ein kleines Insekt. Was ist dieses kleine Metallding? Ist das nicht ein Kronkorken? But it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. Dann nehmen wir den doch mal mit, oder nicht? A fake coin is almost as good as a real coin. Vielleicht sind dort unten Münzen. Ich glaube nicht. Gross. Nach Münzen in der Toilette suchen? Chucky, why don't you look in the toilet? No Geh mal way. mit dem Kopf da rein. Okay. Ugh, Nice, die Toilette hat sogar einen Spiegel. Das ist doch super. gross. Also der Schlamm ist ja leider braun. Sonst hätte ich gesagt, dass wir den versuchen irgendwie hier zu... mit Farbe zu versehen. Weil irgendwie müssen wir den falschen 50er ja Gold kriegen, nehme ich an. Weil den wird er nicht so annehmen. Da wird er jetzt nicht irgendwie sagen, ja, easy ist ein Goldstück. Weiter weg von leckeren Scurvy Dogs. It looks like a piece of eight if you don't see very well. Wenn man nicht gut sehen kann, dann sieht es aus wie ein Goldstück. Ja, dann müssen wir ihm jetzt nur seine Brille vom Gesicht hauen. What can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Hat er gerade... Take 'em, boy. What are you getting? Hey, Evoli. What? Just kidding. Here's yours. Okay, ich muss aber zugeben, jetzt alleine schon im Gameplay habe ich mich sehr viel mehr an den Grafikstil gewöhnt als von den Screenshots. Food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Naja, vielleicht wollen wir noch mal ein Abenteuer starten, würde ich sagen. Wir gehen noch mal in die gruselige Tür und dann machen wir jetzt hier Monkey Island 3. Ab geht die Fahrt. Für mich I can Monkey stand Island on my 3. head without using my hands. Was ist, kann ich ihn jetzt fesseln? Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Schade. Hätte ja sein können. Gruselige Tür. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Das wollen wir ja auch nicht. Ich denke, dann gehen wir jetzt weiter weg. I want to say 2 scurvy dogs at the same Lass uns jetzt in time. diese Richtung gehen. Jo, wer bist du? That's my friend D. Hey, Die. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, Sidhead. Oh, wehe, ich muss da hinten gleich wieder spucken. Ich kann nicht mehr spucken. Ich will das nicht. Ich will nicht mehr spucken. Ein bisschen vom Scurvy Dog nehmen. Ach du meine Güte, was haben wir denn alles jetzt auf der Liste stehen? Mutter Gottes. Herumalbern und erkunden. Den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Enten füttern, die Ente. Etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und unsere echten Eltern finden. Okay, das ist einiges. Hier ist der Anker. That
That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold Drücke Punkt, um den They were Dialog used zu in überspringen. Wie combat, frech. shot from cannons as a grapple when you Wie were trying gemein. to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do Der more schläft einfach ein. damage that way. Wie Then gemein. people noticed what Ich glaube, ich happened soll when jetzt you Punkt missed drücken, the nicht other wahr? ship Meint ihr, die and wird hit sauer? the sea bottom instead. The current bow-shaped design, but you can still on a modern anchor. That's to prevent the little flanges. Most anchor about all kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the old word anchor, they're called yeah. Mega. Ey, Anker. Ey, krass. Hätte ich nie gedacht. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du Komma drücken, um die vorherigen Zeilen zu sehen. Drücke nach unten, um weitere vorherige Zeilen zu sehen. Nach oben, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Oh, das ist ja cool. Okay. Nun gut, nun gut. That's a cool anchor. Nein, red nicht wieder über den Anker. Nein, no, no, no. Oh Gott, oh. Then the current bow, but the old you can on a modern. That's to prevent the little flame. Most anchor about 30. Oh, but the only the word they're called yeah. Danke, mega. Boah, ich liebe es, über Anker zu reden. Halleluja. Was haben wir noch alles so? Chucky zu einem Rennen herausfordern. Mein Lieblingsanker. Hey, Chucky. Wanna race? Ja. You're on. I'll officiate. 3, Muss ich irgendwas drücken? 1, go! Chucky wins! Wie? Woohoo! Yeah! Wie konnte der denn gewinnen? I have an extra tooth in the back. Hä? I can feel it with my tongue. You up Ich for bin another race? literally einfach stehen geblieben. I'll officiate. 3, 2. Hey, You have to wait until I say go. Sorry, 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 sorry. Jetzt You aber. up for another race? you're on. I'll officiate. Auf geht's. 2, 1, go! Der ist gegen den Baum gerannt. Ist alles gut, Chucky? Chucky hat gute Ideen. Zum Beispiel gegen einen Baum rennen? Won't smell if you don't wash them. Wie bitte, Chucky? I wonder where this path goes. Mhm. Können wir bitte nicht über Füße reden? Das wäre mir ganz lieb. Okay, was haben wir hier? Oh, etwas Brot. Hey, hands off. Hallo, warum? Ich will das Brot. Yes? Können wir etwas von ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Naja, hier ist ja ein Schild, dass wir, hinter meiner Kamera, dass wir die Enten nicht füttern Will sollen. we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Ihr habt das Brot für euch selbst mitgebracht. Deswegen habt ihr es auch so zerrupft und dahin gelegt. Sicherlich. Natürlich. Excuse me. Yes? Würden sie nochmal so tun, als wären sie unsere Eltern? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. That's our bread! Schade. Eine niedliche Ente. Können wir der nicht einfach einen Scurvy Dog geben? Das Schild lesen. Don't feed the duck. Die haben die gefüttert. I want to feed the duck. Hier, guck mal. Ein Bissen vom... Ne, wir nehmen jetzt den Scurvy Dog. I'm saving this scurvy dog for myself. Was, wenn wir davon ein Bissen nehmen? Yum! Igitt. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Krieg ich Soße auf meinen Scurvy Dog, indem ich den da You're not eintunke? gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Ne, ich nehme den Ketchup und pack ihn You dann should put drauf. that on your scurvy dog. Muss man aber auch sagen, ist jetzt gerade schon wieder eine pfiffige Art und Weise, ein Tutorial unterzubringen, um zu erklären, wie man mit den ganzen Sachen interagiert, ohne direkt im richtigen Spiel zu sein. Weil man wird ja mit Sicherheit den älteren Guybrush Threepwood wieder spielen, oder den fantasievollen. Und das ist ziemlich cool, um so ein bisschen jetzt halt reinzukommen, wie Rätsel funktionieren in dem Spiel. Und sowieso die ganze Inventarstruktur und so. Schwertkampf üben. Let's be frank. You can never hope to Hilfe? beat me. No way.
Oh. You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Das ist gemein. Anyway, that was fun. That was fun. Okay, wir haben den Schwertkampf geübt. Die bitten, Schwertkampf zu üben. You want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Vielleicht treffen wir sie später nochmal. Was haben wir hier sonst noch so? Das Schild lesen. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Dann suchen wir nochmal nach einem vierblättrigen Kleeblatt, nicht wahr? Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck. Ich sehe da sogar schon eins. Genau da. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Ich bin halt ein Naturtalent. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Ich glaube nicht. Ich muss zugeben, diese Nahaufnahmen von dem Grafikstil erinnern mich irgendwie so ein bisschen damals bei SpongeBob, wenn es solche Nahaufnahmen gab. Nicht unbedingt die, die absolut geisteskrank gruselig aussahen und eklig, aber manche davon. Ein I should Wunschbrunnen. throw my coin in and make a wish. Alright, wünsch dir etwas. Fupp. Ich wünsche, Chucky hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Ich wünsche mir eine coole Pflanze. Ich wünsche mir noch einen Scurvy Dog. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Alle Antworten davon großartig. Ich würde gerne Chucky mit einem Schnauzbart sehen. Aber ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Wird chaotisch as frick. I wish we could speak backwards. Or what it Yes, you know. Yes. Well, Wisst ihr, was das größte Problem einfach daran ist? Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Das Problem daran ist, ich darf das Ganze jetzt nochmal vorlesen. Also, es hat angefangen hier. Hat es funktioniert? Was hast du gesagt? Okay. Wie bitte? Okicha ist ein Todia. Was? Die hat, glaube ich, nicht nur rückwärts gesprochen. Oki. Chai? Istai? Ein Todai Yai? Yai dot ni Yatsi Jak. Hilfe? Das hat Spaß gemacht. Was hat die hier gesagt? Das ist nicht rückwärts, das ist japanisch. Was ist das? Ist das das erste Rätsel? Ist das der schwere Modus? Freunde, ich kann jetzt schon nicht mehr. Können wir aufhören? Ich will nicht, kann ich in einfachen Modus nochmal zurück? Das Tor öffnen. Are we done here? We might not be able to come back if we go this way. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall vorher noch alles machen. Chucky ist ein Idiot heißen. Chucky ist ein Idiot. True. Crow, du bist ein Genie. Ich hänge leider noch auf der Arbeit fest. Also, vielleicht bis heute Abend. Hoffentlich. Jawohl. So machen wir das. Maski, Grüße und danke sehr für 22 Monate schon. Herzlichen Dank, Mann. Danke, danke. Die Ente füttern. Das ist das Letzte, was noch fehlt, Freunde. Und dafür müssen wir irgendwie an dieses Brot kommen. That's our bread. Will die niedliche Ente das vielleicht? Maybe. Die hat jetzt eine Friese. Glücksente. Ich habe ein Achievement dafür bekommen. Das ist ja großartig. this scurvy dog for myself. Eine Glücksente. I want to feed the duck. Oh, ist das toll. Was wohl in dem Korb ist? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. How rude. Ich konnte mir das Brot stibitzen.
Und füttern. Schön. Damit haben wir auch die Ente gefüttert. Und wir haben alles geschafft, außer unsere echten Eltern zu finden. Und jetzt ist die große Frage, wo sind unsere echten Eltern? Ich denke, unsere echten Eltern werden wir nicht hier finden können, sondern wir werden hier hinfortgehen müssen. What? This is our dad? Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did. Big whoop. Big whoop. Oh boy. Alter, Alter, ist das eine geile Idee! Ist das smart, Mann! Really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that. Alter, das ist überschlau. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. Boah, ist A das lot gut of your gemacht. stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Wir haben nie das Geheimnis But that's not gefunden. what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? Bei mir mit I think Sicherheit. Maybe I gotta go use the Ja. bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Und da beginnt unsere Geschichte. Zurück in Melee Island. Das ist wirklich so turbo smart, das so aufzubauen. Boah, sieht das schick aus. Tief in der Karibik. Die Insel Melee Island. Return to Monkey Island. Oh boy! Ich bin so drin. Das macht den Twist von 2 nicht kaputt und ist so refreshing. Komplett. Komplett. Super schlau. Liebe ich jetzt schon. Hey, Gulaschkanone. Die Dinky Spielengine, hä? Mhm. Dinky Spielengine, so. Sandercock. Die Musik, die bringt einen zurück. Absoluter Jammer. Damn. Teil 1. Ein freundlicher Ort. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Wir starten genau hier oben I'm wieder. Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him.
LeChuck hat meine Frau entführt. Er ist ein böser Zombie-Geisterpirat der Schrecken der Meere. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. Er ist ein böser Zombie-Geisterpirat. Das sehe ich so. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Not those things. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck hat meine Frau entführt? LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed Und er to the island spuckt. to find them and get her Sehr back. viel. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Ah, dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Ich organisiere meine eigene Reise. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, Uh-oh. I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. In der Scum Bar. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. Ich hoffe, die sitzen da wieder und hauen mit ihrem Grog auf den Tisch. Oh, das wär traumhaft. Es ist eine Art I Minispeer. detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ja, es sieht eher aus wie du, möchte ich sagen. Meine Hände wärmen. Wie süß. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Okay, wir haben einen hochmodernen Stift dabei. Eine I've got a few Münzbörse. coins for incidentals. Und wir haben eine To-Do-Liste. Mit den Piratenanführern sprechen, um Geld zu bekommen. Einen Haufen Geld aufwenden, um eine Expedition zu organisieren und das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Das sind unsere Hauptziele momentan. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal runter zu den Docks, um in unsere absolute Lieblingsbar erneut reinzugehen. In die Scum Bar. Hier ist einfach ein Plakat zur Wahl. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Dedicated to dedication. Na dann. An den Docks entlang schlendern. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten, aber hey, gucken wir mal. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Das ist wohl besser. Hallo? Zeit mit den Piratenanführern zu sprechen. Mit der Piratin sprechen. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Okay. Ein Sammelkarten-Quizbuch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Dann kann man das ja einfach nehmen, wa? Im hinteren Teil der Scum Bar ist die Küche. Ey! Wie cool ist das denn? Oh, Alter, das hat 10 Seiten. 10 Dinger. Das hat 100 Quizfragen. 100! Wie cool. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. In the back. Oh, da sitzen sie wieder. Oh, wie toll. Die Mucke. Hier sollten doch die Piratenanführer sein. You've seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Wo sind die 3 älteren Herren, die hier immer Hof gehalten haben? Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Ich habe nicht gehört, dass es einen Führungswechsel I gab. hadn't heard there was a change in Entschuldigung. leadership. Oh no. Did nobody remember to notice? Ja, ich wurde einfach vergessen. Maybe your party invite got lost in the mail. Das hoffe ich.
Wo sind denn die 3 älteren Herren, die hier Where are waren? the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Wie gemein. Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition Is sprechen? it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Ich bin Guybrush Threepwood, wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. Ich bin die grundsolide Investition, auf die ihr gewartet habt. Nur ein bescheidener Pirat, der nicht würdig ist, in eurer erhabenen Gegenwart zu sein. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? Hilfe. She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Es ist nicht wirklich ein Raubzug. Genau, es ist ein Raubzug. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es ist ein Preis von unschätzbarem Wert. Von unglaublich kulturellem Wert. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Aber hey, die lachen und bewegen sich genauso wie die 3 älteren Herren. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Schade. Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Wo ich ein Schiff finden kann. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnehmt, wird LeChuck sie If you ergreifen. don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Das hat jetzt nicht so the gut slight geklappt. problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Freunde, die lachen mit uns. Keine Sorge. Unter der Augen. Oh, wie gemein. I don't need you or your money. Oh I can do this on Mann. my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Hey. I like the old pirate leaders better. Ja, die waren auch cooler, bin ich ehrlich. Okay, einen Haufen Geld auffinden, um eine Expedition zu organisieren, hat schon mal nicht geklappt. Schade. An den Docks entlang schlendern. Was haben wir? LeChip. How clever. Das Schiff von LeChuck heißt LeChip? Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Okay. Ich glaube nicht, dass ich bei ihm Looking for anfangen a möchte. job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. Ah. You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Das ist ja voll gut. Auf jeden Fall, ich wäre gerne ein Schrubbi. Hast du noch etwas Wichtigeres? Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ich könnte zweiter Mat sein. I could be second mate.
Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Ich wäre ein toller Bootsmann. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Nice. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Schade. Wie wär's mit Schiffsarzt? How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Ja. Is that a definite requirement? Sorry. Ich könnte der Kanonier I can sein. be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. Boom, You look a boom. little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Vielleicht ein Schrobi ist doch nicht so Maybe schlecht. Slobby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith. John Smith. Andrew LeChuck. Neffe. Andrew LeChuck, nicht verwandt. Smith. John Smith. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. Der hat mich gut getroffen. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. Aber er hat von mir gehört. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Das war. Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Okay, wir brauchen also auch einen Mob. Die Quizkarte nehmen. Eine neue Quizkarte. Chuckys Freundin heißt... Die. Ich frage mich, was passiert, wenn man eins hiervon falsch anklickt. Ich hoffe nicht, dass es dann auf ewig kaputt ist. Aber ich denke nicht. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Schick sieht's aus. Das Schild lesen. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Na gut. Gut, dass nicht Dienstag 3 bis 4 ist, nehme ich an. Okay, hier kommen wir also gerade erstmal nicht vorbei. Dann gucken wir uns doch... in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Wally ist hier? Wir müssen Wally treffen. Wo auch immer er ist. Okay. Ach, die Scamba. Ooh, the name seems to fit even better than it used to. Elaine? Guybrush! Wait, Nee. are you going to tell a mushy part now? Wie bitte? Was für ein Part? Hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Entschuldigung. Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? Du wirst nicht glauben, wie ich nach Monkey Island komme. Erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Ich hatte gehofft, dass du in der Geschichte auftauchen würdest. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Oh. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Du wirst nicht glauben. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Wohl wahr. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. So ist es. Ich muss jetzt los, du musst wahrscheinlich los. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. I feel better just talking to you. Me too. Du musst wahrscheinlich los. You've probably got to get going. You say goodbye first. Nein, du sagst zuerst Tschüss.
No, you say bye first. 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 Süß. Bye. Bye. Oh, wie knuffig. So, was haben wir hier alles? Skizzenhaftes Graffiti. Nee, nicht unbedingt. Die Statue kritisieren. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Das Flugblatt lesen. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling. Sollten wir nicht abnehmen. Nein? In Ordnung. They're having a half-off sale. Ja dann. Wie beruhigend. Echter Voodoo. Here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Wie beruhigend. Oh nein, wir gehen pleite. Going out of business? This place is an institution. Boah, ist die Grafik scharf. Einfach 16K Omega HD. Ist so, oder? Crazy. Ah, the International House of Mojo. Oh, toll. This place hasn't changed in years. Als ob die einfach pleite gehen. Wie traurig. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Du meinst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das ist Jahre her. Ich gehe auf die Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich habe vor, mit LeChuck auf ein Schiff zu gehen. Irgendwelche Tipps? You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. Das klingt nach mir. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Nee, freier Wille ist nicht viel. Mach einfach. Wo hat sie gerade diesen Trank hergeholt? The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Okay. Ein Schiff. Ein Schiff untergegangen. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Buch. Ist das Hinweisbuch? When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. So ist das. Thanks. No charge. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass es ein Achievement geben wird, dass man nicht ein einziges Mal einen Hinweis nehmen darf. Es würde quasi nach dem Spiel schreien. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires. Was ist mit Captain Madison los? That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. Wie funktioniert dunkle Magie? How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my taste. Klingt sehr gut, Alien. I like things messy and theatrical. Ist dunkle Magie mächtig? Is dark magic powerful? Ja, wahrscheinlich. Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. Warum sollte der Dachs seinen eigenen Schwanz kauen? It has many uses. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Nuts. Ich nehme an, du verkaufst keinen Mops? Warum fragen wir nach einem Mops? Wir brauchen einen Wischmob und keinen Mops. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Würde man wirklich so sagen, du verkaufst keine Mops? Ich habe irgendwie die ganze Zeit gerade an den Hund gedacht. Aber anscheinend sagt man das so.
Naja. Kannst du dein Talent nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned. Natürlich. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Ist das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Corina. Nice. Corina. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Corina. Hast du noch andere mystische Ratschläge und Informationen für mich? Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Wie smart wären Aktientipps von jemandem, der in die Zukunft gucken kann? Wow. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Damn. Ein kleiner Kopf. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Na dann. Gut, wir ziehen erstmal wieder durch. Was haben wir hier noch? Oh, ist hier etwa der Wally's Maps and More? Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Oh Gott. Ich hoffe auch nicht. Hi, Wally. Hey, Wally? Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, Schuldig. Good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Ups. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Fair I was enough. hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Der Koch hat einen Mob? Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Ja, wenn irgendwer die Karte hätte, dann ja wohl Wally. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Also es gibt eine. Du hast eine Menge Karten hier You got drin. a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Boah, wie gemein. Stell dir vor, jemand macht einen Witz und du sagst einfach, ja, ich habe vergessen zu lachen. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Ist nicht mehr hip. I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to Klingt wirklich so, franchise. Lake. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu The sein. town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Na dann. Es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen It's bist. great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Aha. Ist das hier ein Monokel? They're like glasses, only way less convenient. Vielleicht sollten wir nicht das Monokel nehmen. Die Kiste mit den Karten durchsuchen. Wally, can I have one of these maps? Absolutely.
If you pay for it. Never mind. Dann nicht. Das ist eine This schicke map Karte. shows both sides of the globe. It's twice the value. Okay. Die It's a map Fächerkarte. on a fan. What'll they think of next? Wow. Not bad, not bad, not bad. Eine Kompassrose aus massivem Looks Gold. expensive. And shiny. I like shiny. Damn. Okay. Ist das die Zeit? Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Oh. Graffiti hier, Graffiti da, Graffiti überall. This place has kind of gone downhill. Aber das sind so komische Zeichen, ne? She was governor. Hm. What kind of person would just paint on a wall like that? Ja, wer würde das tun, Freunde? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Ah. Oh, this was my favorite novelty store. Krimskramsladen. Gut, gehen wir mal weiter zur oberen Straße. In der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. LeChuck. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Oh. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Ich finde, das sieht auch richtig krass aus. Lass ihn töten? Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ah, wollen wir mal gucken, ob er sich da so dran halten kann. Eine Notiz. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Das ist der The note Gemischtwarenladen. says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Mit der alten Frau sprechen. Hallo. Hi. Oh, das... Everybody thinks they know more than the other. Okay. Okay. Hier ist eine Gasse, die wir erkunden können. Das war doch der Hinterausgang von Monkey Island 2, wo wir hier hochgekommen sind. I remember. It seems to be stuck closed. Sie scheint zu klemmen. Ich brauche einen Hinweis. Nein, brauche ich nicht. Da drücke ich nicht drauf. Okay, nevermind. Die Stimme von LeChuck ist aber auf jeden Fall eine andere. Der hatte in den anderen Spielen eine andere Stimme. Falls du das meinst. Meintest du, das war eine Synchronstimme, die du woanders her kanntest? Erinnerung. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Der Original Actor hat aufgehört zu acten. Wie kann er sich das erlauben? Frech. Die Schlosserin besuchen oder das Gefängnis besuchen. Ich weiß auf jeden Fall, Freunde, im Gefängnis wartet jemand auf uns. Ihr werdet ihn alle vermisst haben und lieben. Aber gehen wir erstmal zur Schlosserin. Welcome to my shop. Hi. Bam. Die ist cool. Sind die Cracker kostenlos? Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Bam. Elegantes Buch. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ist das eine Schatzkarte? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Ah. Ein Papagei. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Mhm. Ein Wortspiel über das Gemälde machen. Oh, das würde nicht gut laufen. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Gut, hat wohl recht. Mit der Schlosserin sprechen. Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business.
Es wäre aber auch wirklich problematisch gewesen, wenn du mit dem Namen Locksmith nicht in das Schlosser-Business gegangen wärst. Es ist wirklich sauber hier drin. Haben Sie einen Mob, den ich benutzen könnte? It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Ah ja. Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Das ist aber auch immer noch, wenn man drüber nachdenkt, im Real Life auch, ist es ja echt verrückt, dass du Schlüssel nachmachen lassen kannst. Also klar, ist natürlich notwendig, aber wie wild. Du kannst mit einem Schlüssel zu einem Schlosser gehen und der kann dir diesen Schlüssel duplizieren. Dass du nochmal mit einem weiteren Gegenstand in diese Wohnung kommst oder in irgendein Haus oder so. Wie irre. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Ah ja. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Kann ich mir Ihr Werkzeug zum Auslesen der Seriennummer von Schlössern ausleihen? Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Okay. Also ich schreibe es mir schon mal hier. Freunde, ich habe natürlich übrigens wieder, auch bei diesem Teil, mein schlaues Buch dabei. Und ich schreibe mir schon mal einmal auf, weil das wird wichtig sein, dass wir eine Lupe oder etwas Ähnliches benötigen, um eine Seriennummer anzuschauen von Schloss, um dann einen Schlüssel anfertigen zu lassen. Okay. Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. Whitey She used to be Bones? the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of Undertaker? things that maybe don't quite fit together. Wer ist denn da vorbeigefahren? Tag. Bim Verrecker, herzlichen Dank für 34 Monate schon. Danke, danke, danke. Danke für deinen Resub. Tag zurück. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Das scheint sehr nützlich zu That sein. seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. Okay. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Ich kann mir fast vorstellen, dass wir das Monokel benötigen werden. Grobes Graffiti Sort of like an eye. und ein kryptisches Graffiti. I think it's a chandelier. Und jetzt gehen wir ins Gefängnis, Freunde, und ich hoffe, ihr seid bereit, eine wundervolle Person wiederzusehen. Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. True. Different somehow. No arts. How nice of you to notice. Neuer Grafikstil. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise Er ships redet so schnell, ist so ADHD-freundlich. Voll lag, bin ich dabei. Like you did all those years ago. Yeah, I'm Wir sollen ihm planning helfen. on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway. For old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things.
Things like cell doors? Imagine that. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Ah. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt haben. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. Blumen gepflückt. No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Das klingt auch illegal. Blumen aus dem Garten der Gouverneurin zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Priorität Nummer 3. Ja, das Schloss ansehen, das wird man... There's some writing on it, but it's too tiny to read. Zu klein, um das zu lesen. Wichtige Information. It says jail rules. 1. No escaping. Fair enough. Any writing that was once here has been rubbed away. Das ist blöd. Mit Stam, den Verkäufer von Gebrauchtschiffen, sprechen. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Hey, Stan. Hello there, son. Ist leider auch eine andere Stimme. Schade. Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? Er hat den Sarg überlebt. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu I kaufen. was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Das wird so nach hinten losgehen. Killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Natürlich. Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Das ist nicht gesund. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Hattest du nicht eine Anwaltskanzlei oder so etwas? Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? Turpitude. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because Ein it doesn't Ketchup-Wort, mean Freunde. anything specific. Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So Das thanks, but no thanks. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing.
Okay. Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island her. I'm going after the Der schreibt nachher die The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Das ist ein Ratschlag. Bis später. Yep. Okay, sonst ist hier erstmal die Quizkarte nehmen. Boah, die sind manchmal aber sehr schwer zu sehen. Hier hat man Hangman gespielt. Lustig. So, Freunde, wir haben noch eine Quizkarte. Lago Le Grand. Slogan war: Hey, wie ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Küss den Koch. Wo du auch hingehst, auf See oder an Land, du kannst nicht entkommen mir. Lago Le Grand. Ich habe halt ein bisschen Angst, wenn das irgendwann in die Spiele geht, die ich nicht gespielt habe. Die 3D-Teile. Dann werde ich Probleme bekommen. Weil dann werde ich wahrscheinlich die Antwort nicht mehr kennen. That's the problem. Aber mal schauen. Haus der Governorin. Hallöchen. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Alles, nur nicht dein Essen. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Ich zeige dir mal, wie ein Stümper aussieht. Meint ihr, wenn man jetzt noch alles aufgeschrieben hätte, wie man damals gegen sie gekämpft hat, dass das hier wieder drauf zutrifft? Das wäre ja der Wahnsinn. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. Sag mal, sehe ich wirklich so gut aus? Oh Junge, einfach 4-jährig. Alter, Caruso. Hör mal, Felix. Kuss, Kuss, Kuss. Für 4 Jahre schon, Alter. Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass du jetzt auch einen dicken Stream planst? Habe ich das richtig gelesen? Mein Gutester. Wann machst du den? Ich will dabei sein. Jetzt am Wochenende, oder? Am 24.09. ab 14 Uhr. Freunde, ihr habt gehört, wo ihr hin müsst. 24.09. ab 14 Uhr geht ihr zu Caruso TV und gönnt euch ein paar Horror-Streams. Das wird sehr, sehr geil. Boah, ich bin gespannt. Alter, das muss ich mir wirklich aufschreiben. Wait a second. Ich meine, das ist ein 12-Stunden-Stream, da kann man sowieso dabei sein. Easy. Wo sind wir stehen geblieben? Du hättest nie aufgeben sollen, Schwertmeisterin zu sein. Wie geht's dir mit dem Gouverneurenamt? Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals. Du hättest nie aufgeben sollen. You should never have given up. Markiert es euch, definitiv. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine kommt schon klar, sie braucht mich nicht. Ich habe mein eigenes Projekt in der Mache. Ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. Elaine sagt, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Ja, die wirkt nicht so nett. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. Sitzt da irgendwie eine kleine Puppe oder ein Hund? Das ist eine Puppe. Oder es ist ein toter Hund. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Da sitze ich. Oh, This sorry. is nice, but I'm busy these days. Governor stuff.
Alright, hier oben ist auf jeden Fall eine Quizkarte. Die schnappen wir uns direkt. Das Geisterhuhn mit Verdauungsproblem heißt... Ich denke nicht Madison, weil so hieß ja die andere. Molly oder Polly, denke ich. Weil Lola wird so ein Ding sein, daran wird man sich erinnern. Molly oder Polly? M oder P? Das Geisterhuhn mit Verdauungsproblem. Hieß das Polly oder Molly? Molly? Molly! Damn! Oh golly! Vielleicht wandere ich einfach durch das Haus. Stay out of my bedroom, Threepwood. Schade. Hätte ja funktionieren können. Regierung in Aktion. Das Stofftier streicheln. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift Ich soll's from the wegschmeißen? Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Dann nehme ich den mit, wenn das so ist. Oh Gott. Ah. Ah. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but Ich mach I'm das einfach busy gerne. these days. Governor stuff. Aber das Geisterhuhn gab's, glaube ich, sogar noch in Monkey Island 1. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Doch Mensch. Hätte ja klappen können. Flasche anstupsen. Oh Gott. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ui. Meint ihr, man kann es so oft anstupsen, dass es runterfällt? Ich bin ein Spielkind. Ich muss es wissen. Am Ende muss man es so 100 Mal andrücken. Nee. Das offizielle Porträt bewundern. Alter. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Also, sie hat ihn auf jeden Fall angefallen. Okay. Den hinteren Weg ins Innere der Insel nehmen. Oh, können wir dann die ganze Insel wieder... Oh, weia. Also, hier war die obere Straße, wo wir schon waren. Die untere Straße. LeChucks Schiff. Sind wir hier hochgegangen. Der Wald. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Auf geht's. Hier ist ein Frosch. Die fleischfressende Pflanze ansehen. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ach so. Ja, wir gehen hier lang. Oh, die violette Blume bewundern. Flowers. These must be lavender, or monkshood, or cyclamen. Mhm. Gehen wir hier lang. Igitt Pilze. Kann es sein, dass wir den Blumen... Oh, nee. Moment, wir laufen quasi gerade im Kreis. Hopelessly lost without a map. Ja, das ist wohl wahr. Brauchen wir definitiv eine Karte. Das kleine Kletterschiff bewundern. Oh, I used to love these when I was 6. Quizkarte. Auf die Quizkarte freue ich mich immer mit am meisten, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Die Monkey Island Klippe würde keinen Sinn ergeben. Die Scumbar Küche auch nicht. LeChucks Kabine. Bisher alles richtig. Ich bin schockiert. Das Schild lesen. Museum of Pirate Lore. Die Karten sind halt wirklich echt winzig, ne? Und dafür, dass es 100 Stück gibt, habe ich richtig Angst, dass ich welche übersehen werde. Das wird passieren. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Hey. Das war Makalas Once Haus. upon a time, I won a T-shirt right here on the front lawn. Das Museum besuchen. Hi there. Hallöchen. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Pirate Times? Take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Tschüssi. Feel free to explore. Jawohl. And if you have any questions, just ask. Tschüss. Wer läuft du? Jawohl. Die Visitenkarte Pirate lesen. Times. Editor Conrad Lee.
ready to publish your unrecognized genius. Ey, Yannick, du bist ein Pirat, kein Spoiler. Ah ja, muss das sein? Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Wie witzig der immer in die Hocke geht. Ich lieb's. Ich schätze, das muss ziemlich wertvoll What can you sein. tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Können wir kurz darüber reden, dass hier ein Zettel war, aber die Kerze das einfach komplett verbrannt hat. You've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Oh. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Danke auch. Das kommt mir nicht bekannt vor. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Wer ist Francis Drake? Den Wachpapagei ansehen. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Mit Dieben. Ah ja. It's Können a wir mit ihm working reden? parrot. I shouldn't bother it. Sorry, ich wollte nicht stören. Ich glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht What's habe. the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. Oh, wie cool! You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. Das ist das, was wir in Monkey Island 2 gemacht hatten. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number 1. Spoilerwarnung! I stuck Kate's picture on there so she could go in jail. Dude! That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Spoilert der einfach. Ein Haufen Schlacke. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago. After an incident where like 20 pirates escaped. Ich erinnere mich. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. Guybrush. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Das ist richtig cool, dass man hier solche alten Erinnerungen noch sieht. Hier oben ist auch einfach das Stück. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass das der Teil der Karte ist. Ich hätte eher gedacht, dass das Stück ist mit der Spucke drin. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. God, it's One Piece. The One Piece is real. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. Wow. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Schön. Wir könnten mit ihm sprechen oder den Lagerraum betreten, wo wir eine Quizkarte finden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wie heißt der schurkische Pirat in Hermanns Lieblingsbuch? Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht Sloop Bart. Ron und Harry glaube ich auch irgendwie nicht. Reginald? Reginald!
Das gibt's nicht. Ich habe bis jetzt jedes Ding richtig beantwortet. Ich bin ein bisschen schockiert von mir selbst. Einiges davon wusste ich, einiges nicht unbedingt. It's Cracker Mix. Some assembly required. Oh, jetzt sind wir doch an Cracker gekommen. Nice. Especially fortified for the healthy parrot diet. Nice, Crack. It doesn't seem interested. Ein Witz über den Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right war here on beidhändig. Melee. Na dann. Nun gut, gehen wir erstmal aus dem Museum heraus. Schön nochmal einmal hier in den Erinnerungen zu schwelgen. Beidhackig. So, wo kommen wir noch hin? Hier war das Museum. Hier oben ist... Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Wir haben hier die Werft, wo damalig Stan gearbeitet hat. Jetzt gerade leider im Gefängnis. Schade. Wow, it's worse than The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Das heißt doch nicht mal mehr Stan, sondern Tans. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. So ist es. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Die brauchen wir. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie da reinkommen mit irgendwelchen Dingen. Das wird schwierig. Über den Anlegerpoller nachdenken. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's Das stimmt, used hier war ships. wirklich alles voll. Den Mond anstarren. Meint ihr, Start zurück? It always looks bigger on this side of the island. Seltsame Masse. It's a dried up old sea sponge. Können wir den nehmen? Eimer? Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Okay. Das heißt, da können wir jetzt gerade nicht rein, weil... The window's all boarded up, and it's very dark in there. Es ist sehr dunkel da drin und da sind Bretter vor. Mhm. Den Schwamm It's drücken. good for relieving stress. Schön. It's soft and extra fuzzy. Mhm. The pen is mightier than the sword. Okay. Unsere To-Do-Liste öffnet sich oder erweitert sich immer weiter. Splendid, splendid. Gibt es hier hinten irgendwas? I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Stimmt. Now there's nothing but trees. Sind ein paar Jahre vergangen, oder wie? Es ist... Oh, Maya, es ist so großartig aufgesetzt worden, wie das Spiel hier losgeht. Man startet tatsächlich... Man muss eigentlich mit dem Spoiler direkt anfangen. Man startet wieder als kleines Kind und lernt so ein bisschen die Steuerung kennen. Ist genau da, wo Monkey Island 2 aufgehört hat. Dass man zusammen mit seinem Bruder diese Geschichte von Guybrush Threepwood gespielt hat. Also, dass man gegen LeChuck nochmal kämpft und alles. Und dann löst sich das Ganze auf, indem wir unsere echten Eltern suchen. Und dieses Kind, was wir gespielt haben, aus Monkey Island 2, was sich das alles ausgedacht hat, ist das Kind von Guybrush Threepwood. Und er erzählt jetzt quasi eine alte Geschichte von ihm, wie er damals wirklich das Geheimnis von Secret of Monkey Island gefunden hat. Also das Geheimnis von Monkey Island. Und oh, es ist so geil aufgelöst gewesen. Richtig schön. Und jetzt sucht man halt das Geheimnis der Insel. Und LeChuck stellt momentan eine Crew zusammen. Und wir müssen irgendwie auf sein Schiff hoppen, ohne dass er es mitkriegt. Richtig, richtig cool gemacht. Ist da hinten eine kleine Maus? Eine Minimaus. Oh. Gut, aber wir haben ja schon mitbekommen, in der Küche soll es wohl einen Mob geben. Hier ist eine Quizkarte. Oder bin ich blöd? Find the secret of Monkey Island. Good for you. Ah ne, die hat ganz viele Karten in der Hand. Yo, Cop! Ask me about Loom! After all these years, you're still here. I was declared a historical landmark. Da steht jetzt aber was anderes drauf. Don't ask me about Loom. Schön. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du I'm mitkommen? gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up.
Das würde zu Stan passen. Erzähl mir von Loom. Oh, das würde ihm nicht gefallen. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Warum nimmst du da nicht den Frag mich nach Loom-Button ab? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Ach komm schon, erzähl mir von Loom und der alten Zeiten willen. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Sag es. Say it. No. Sag es. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Wundervoll. Fanservice. Achievement. Nice talking to you. Yeah. Loom war aber Real Talk so ein geiles Spiel. Wir haben das ja auf YouTube nochmal nachgeholt. Boah. Bomben-Point-and-Click-Game. Absolut krass. Riecht gut da drin. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Ganz okay, gut, prächtig, alles beim Alten, Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Mhm. Ihr geht's gut, keine fehlenden Teile. Immer noch im öffentlichen Dienst, kämpft jetzt gegen Skorbut. Ich habe unseren Jahrestag vermasst, wir sind öfter getrennt, als mir lieb ist. Sie ist hier auf der Insel. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann? Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Wie finde ich der Mob-Stielbaum? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Aus was für einem Holz ist der Baum? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for Natürlich. yourself. Was mit dem Kopf des Mobs? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Dann packen wir da einfach das Kuscheltier drauf. Easy. Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. So. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ich musste erst einen Mob machen. Ging nicht anders. Den Mob bewundern. Well, it's definitely a mop. Beeindruckendes Zertifikat des Gesundheitsamts. Oh, guck mal, da ist einfach ein Stern drüber. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars.
Stay away from my mom. Das Bild an der Wand gibt mir so viel. Vielleicht ein Verwandter? Igitt. Active little guys, aren't they? Igitt, das sind auch Maden. Riechen. I remember that stench as if it were yesterday. Wohl nicht so gut. Die Tür öffnen. Was haben wir hier hinten? Die Holzmöwe ansehen. In memory of looming seagulls of old. Luminöse Möwen von 1. Das könnte fast auch eine Loom-Anspielung sein. Die Schnur untersuchen. I think someone tried to secure a boat. Möwe. Okay. Wir haben eine Schnur dabei. Gut. Kannst du aufhören, dich bitte mit dem... ich gehe einfach raus. Danke. Okay. Also, ich nehme dann einfach... Gab es da keine Quizkarte? Man muss ja überall immer ganz genau hingucken, dass man die Quizkarte nicht verpasst. Ranzige Lebensmittel. Nice. Ich sehe keine Quizkarte hier. Mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass hier auf dem Boden einfach so eine... hier, so eine Zeichnung ist. Großartig. Okay. Um zum Punkt zu kommen, dass wir... wir haben jetzt ein paar offene Quests, die wir machen können. Zum einen brauchen wir eine Karte. Und ich denke, dass wir dieses Monokel brauchen. Look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Ich wollte schon sagen, es kann doch nicht sein, dass wir Wally schon wieder ein Monokel klauen. Das geht nicht. Hey, Wally. Wally. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob mache. Einen dummen Mob. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Yep, genau das. It's been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ah, er braucht einen Splitter. Das heißt, wir müssen ja irgendwie den Mob von dem Koch kaputt machen, damit wir an einen Splitter kommen. Oder, oh, am Ende müssen wir da irgendwie so dran packen oder so und haben dann einen Splitter in der Hand. Das wird unschön, glaube ich. Mal gucken. Hey, Guybrush. Hey, kid. Können wir mit diesem Monokel jetzt schon hier die kleinen Zahlen vergrößern? Nice. Und mit dieser Seriennummer können wir jetzt einen neuen Schlüssel machen lassen. Mit Sicherheit wird es da jetzt auch noch Komplikationen geben. Aber... Was ist denn die Seriennummer? Ich würde sie gerne mal lesen. This is the number for the jail cell lock. Okay. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. Also stell dir vor, wenn das jetzt für das Gefängnis wäre. Das wäre ja total verrückt, wenn das jetzt ein Schlüssel wäre fürs Gefängnis. Ich muss los. Hey, kid. Dann wollen wir ihm doch mal die Türe öffnen. Otis, the authorities have reconsidered and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Wundervoll. Eine leere Zelle. I'll stay on this side of the bars, just in case. Besser ist das. Sieht nach einem Gesundheitsrisiko aus. Das stimmt. I don't remember this place being so leaky. So leaky. Okay, wir müssen an den... das ist halt auch eigentlich ganz cool, dass man das nicht mehr alles selber aufschreiben muss. Diese To-Do-Liste hilft einem ja wirklich enorm. Den Mobstielbaum finden. Dafür müssen wir jetzt gerade an einen Splitter gelangen von diesem Baum. Was so viel bedeutet wie... Aber wenn es mein ganz eigener Baum ist... Oder ist der Baum... Naja, gehen wir noch mal einmal in die Küche. Gucken wir mal, ob wir... Wer ist er denn? Mit dem sauber aussehenden Piraten sprechen. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. Es waren Zutaten drin. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Fancy. Fancy. Okay.
Hi. Sich heimlich mit dem Mob davon machen, das wird nicht funktionieren. It's definitely a mop. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? Marlin. The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called. Aber das können wir ja die Governorin einfach fragen, oder nicht? Even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Erinnert mich so ein bisschen an Stu von Gravity Falls. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Ich wette, da ist eine Ratte unter seinem Hut. Meinst du Soße? Ist der... Stimmt. Sus. Nicht Stu. Ja. Den meine ich auf jeden Fall. Ich muss sagen, Metal Hellsinger ist einfach mega geworden. Ich habe ja die Demo gespielt, die war schon sehr, sehr gut. Kann ich nur einmal nach dem Mob fragen, den ich machen muss? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das muss. Thanks. Besonders das Game ist auch im Game Pass, ne? Das finde ich halt wiederum ganz spannend. Weil Spiele im Game Pass sind in meinem Kopf immer so, als wären sie for free. So, gehen wir mal einmal zur Governorin. Übrigens, Freunde, als wäre diese Woche übrigens noch nicht vollgepackt oder zu vollgepackt mit Releases. Wisst ihr, was einfach übermorgen rauskommt? Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte? Genau. Slime Rancher 2. Junge. Kann nicht mehr. Warum? Ich habe keine Zeit. Jedes Mal, wenn so ein Song in meiner Playlist kommt, will ich Sachen im Rhythmus schlagen oder abschießen. Oh, Freunde, ich gehe hier gerade mal einmal kurz wieder in den Himmel. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin wegen eines Rezepts gekommen. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. We just like doing this. Practice is nice, but Scheiße, I'm busy ich dachte, die konnten uns helfen. days. Governor stuff. Ich hole mir immer ab und zu den Game Pass für 1 Euro und dann ist das fast free, das stimmt. Obwohl man auch zugeben muss, also, das ist natürlich dann nicht for free, aber der Game Pass für irgendwie, was bezahlt man da mit Xbox Live? Oder diesem Xbox Ultimate-Kram, ich glaube 12 Euro oder so. Ist ja auch noch voll okay. 10 Euro sogar nur, ja, crazy. Für das, was man da alles bekommt, ist schon ganz schön wild. Ultimate 15, ja genau. Das habe ich, glaube ich. LeChucks Mannschaft beitreten, Problem. Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Einen Mob herstellen, den Mob-Stilbaum finden. Chucks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen, das Geheimnis von Monkey Island. Okay. Wir müssen also immer noch das Rezept, das ist da jetzt tatsächlich gerade nicht aufgeschrieben. Aber... meine To-Do-Liste in Notion. Hier war doch der Wald, genau. Ja, aber hier brauchen wir halt die Karte für. Und dafür brauchen wir dann den Splitter. Und ich frage mich noch so ein bisschen, wie man in die Werft reinkommen soll. Viele Fragen momentan, sehr viele Fragen. Und hier hinten war auch noch eine Tür, die nicht aufging, ne? Aber wir haben auch immer noch nichts, um irgendwas aufzubrechen oder so. Nur für Angestellte, ha? Können wir mit der hier nochmal reden? Once you have a key, you've got to open the door. Ah, danke. Das hilft mir sehr. Bing, bing.
The light goes on. Zum Mojo würde ich glaube nicht, dass da was ist, was uns weiterhilft. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine. Was haben wir denn gerade alles? Wir haben so viele Items gerade. Das Etikett auf der Cracker-Mischung lesen, beziehungsweise Cracker haben wir. Wir haben einen Schwamm, wir haben eine Schnur. Die Schnur entwirren. Okay, wir können nicht die Schnur entwirren. Ein Monokel ist immer nützlich, das stimmt. Aber der sagt sonst auch nichts anderes zu diesem Rezept. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Also wir müssen irgendwie an ein Rezept kommen von der, aber die meinte ja eben, die hat nichts davon. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Wo sagte er, dass er das Gericht gegessen hat, das du machen sollst? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? Bei der At the Governorin. governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Vielleicht müssen wir nach einem Kochbuch die Augen aufhalten. Thanks. Yes, 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 yes. Hallo Olivia. Renn, Guybrush, renn. Um dein Leben. Boah, wie schnell der jetzt laufen kann, das ist ja mega geil. Oh Gott, es wird mit Sicherheit wieder eine Achievement geben. Ich spiele das Spiel in 2 Stunden durch. Ah. Zutaten von Barbie LaFlay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Dann würde ich sagen, Can nehmen I wir mit. borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. Entschuldigung. You never brought back the last book you borrowed. Das stimmt nicht. Buy another copy. You Nein. never even apologized. Das habe ich völlig vergessen. Ich bezahle dafür. Tut mir leid. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Was brauchst du denn dann? Can I borrow a book? Das war das falsche Buch. Das wollte ich gar nicht haben. Scheiße. Never even apologized. Ich bezahle dafür. Pay for it. I don't need your money. Ah. Ich glaube, das obere wird auch nicht wirklich helfen. Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Voodoo-Tricks, die sie zu Hause machen können. Die Autobiografie von John Laney. Das Buch bräuchten wir. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Das habe ich völlig vergessen. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Hm. I don't really have anything to say. I just like doing this. Ich mache es einfach Practice is gerne. nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Aber wir haben doch jetzt gerade auch nichts, was wir der irgendwie geben könnten, oder? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Nee. Hier, bitte. Möchte sie nicht. Wenn wir über irgendwas hiervon reden... Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Oh. It's thicker than I would have imagined. Voodoo-Tricks? Warning. Do not try these tricks at home. Wie? I tried to read that once, but I couldn't finish it. Ich konnte es nicht zu Ende bringen. Wir haben ein Buch nicht zurückgebracht und deswegen ist sie immer noch sauer auf uns. Es klingt fast so, als ob wir ihr jetzt ein Buch zurückbringen sollten. Aber das hat sie sich ja neu gekauft, also... Ein Cracker. Kein Cracker. Can I borrow a book? Weil egal, was wir hier sagen... You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Sie brauchen mehr als eine Entschuldigung. Geld. Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Das Plüschtier zurückgeben, was sie uns geschenkt hat. Perfekt. Ich hätte ein Monokel.
Weiß auch nicht. Cracker? Ich könnte was für dich signieren, wenn du willst. Ich habe einen Schwamm. Eine Schnur. Ein Schlüssel für die Gefängniszelle. Ja, nee. Da kommen wir noch nicht weiter. Schade. Okay, können wir noch irgendwas... In dem Museum lag doch kein Buch, oder? Oder ist hier irgendwas, was wir als Andenken vielleicht mitnehmen können, dass sie sich freut? Zweifel ich. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Das Vitrinenschloss inspizieren. There's some very tiny writing on it. Ist da etwa auch eine Seriennummer? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Immer noch zu klein, um sie zu lesen. Oh nee. The display case is locked. Das heißt, wir brauchen quasi eine doppelte Lupe, oder was? Das ist ja problematisch. Ich habe jetzt Maultaschen, jawohl. Guten Hunger. Sagt er noch irgendwas? Ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ihr Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ist eines dieser Dinge wertvoll? Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Die werden wir brauchen. Recently, I got it at a yard sale. Die hat ja auch die Autobiografie. Die wird Riesenfan sein von John Laney. Es ergibt so viel Sinn. Haben Sie die Karten des Waldes hier? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Erzählen Sie von Ihrem Newsletter. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Ich schaue mich mal I'll have a um. look around. Besser ist Please das. do. So, Freunde, ich werde aber eine ganz kurze Pipi... Okay, aber wir haben nicht nur das Problem, dass wir hier diese Vitrine öffnen müssen, sondern auch dieser Papagei wird ein Problem sein. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Okay, und da ist dann natürlich die Frage auch, wie wir das lesen können, wenn es noch kleiner ist, als das, was wir sowieso schon Doesn't kennen. seem interested. Scheint nicht interessiert zu sein. Wie man das wohl irgendwie noch schmackhafter machen kann? Fragt man sich. Der Sarg kommt mir bekannt vor. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. Als It ob was der von used dem... by a Oh, certain schön. well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. Er kennt sich natürlich besser aus. Research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Unpaid, of course. Kaum What's the museumstauglich. significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Okay. Dahinter ist sonst nichts mehr. Im Lagerraum war ja auch nichts, was ich irgendwie übersehen habe, ne? Nee. Ich lieb's aber schon wieder, wie es eigentlich recht übersichtlich aussieht und wie man eigentlich ziemlich auf dem Schirm hat, was man überall machen kann, aber es trotzdem so ganz viele Kleinigkeiten hat, wo man ganz genau hingucken muss, um die Lösung zu finden von einem Rätsel oder so.
Ich wette, das hier könnte man brute forcen. Aber das bringt nichts, wenn wir da jetzt so rumlatschen. This was where the fantastic flying fettuccine brothers circus used to be. Stimmt. Nothing left but old tentpole holes. Wow, I could have had a totally different future if I'd stayed with them. Ja, da hättest du eine ganz andere Zukunft gehabt, da bin ich mir sicher. Wir können mit ihm nochmal reden. Meine Hände wärmen. Man könnte halt auch gucken, ob man da irgendwas ins Feuer werfen kann, aber ich wüsste nicht was. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Wahrscheinlich nicht. Nun gut. Vielleicht kommen wir, weil ich denke, der Papagei wird keinen Bock haben auf die Cracker, weil die ja noch in der Verpackung sind. Und vielleicht kommen wir an die anderen Cracker, wenn wir mit der Schlosserin die tauschen. Es klingt sehr verrückt, wenn man das so ausspricht, aber ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und wir müssen irgendwie an noch eine größere Vergrößerung kommen. Da weiß ich auch noch nicht ganz, wie wir das machen. Hier, Cracker. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Sehr schön. Was macht man, wenn die Zahlen zu klein sind? Kann ich einen weiteren Schlüssel anfertigen lassen? Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Clevere verschachtelte Kiste. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Aber wie, die kleine in die große in die ich weiß es nicht. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Wir brauchen dieses Buch. Gefühlt. Gefühlt brauchen wir gerade sowieso jedes Buch. Ah, nee, wir brauchen jetzt ja gerade die Augenklappe. Ich trottel. Wie vergrößern wir etwas, wenn wir nur ein Monokel haben? Weil hier werden wir nicht an noch ein Monokel kommen. Wir werden hier an noch ein Monokel kommen. Better to have one for each eye. If you say so. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns irgendwie ein Doppelmonokel bilden. One monocle is good, two is better. mir selbst zum Doppelmonokel gratulieren. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Schön. Das, wirklich, wie oft hat man diesen Moment? Man wird doch jetzt wohl nicht, man wird das tun. Großartig. Okay. Wir werden uns jetzt erstmal einmal die Seriennummer hier aufschreiben. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Write that down, write that down, write that down. Sehr geehrter Herr Kolb, gut gemacht. Mit freundlichen Grüßen, Herr Kolb. Danke sehr, Herr Kolb. Es freut mich immer, es ist immer wieder eine Ehre mit Ihnen, Geschäfte zu machen, Herr Kolb. So, das heißt, wir können jetzt noch einen weiteren Schlüssel anfertigen lassen. Mit der Seriennummer. Können dann den Vogel eventuell mit den Crackern ablenken, um dann die Augenklappe zu holen. Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Briefmarken. Stamps. Danke. Bitte stellen Sie keine weiteren Fragen. Ich muss los. Ich bin ein ganz schlechter Lügner. Das ist aber wirklich ein Quality... Ich habe komplett gespuckt. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Ich habe mich gerade gefühlt wie LeChuck. Das ist so ein Quality of Life Ding, dass man jetzt echt richtig schnell rennen kann. Das mag ich. So. Du wirst erstmal abgelenkt mit Crackern. Bitte sehr. Und ich mache jetzt erstmal hier die Vitrine auf. Nehme mir das Ding und zieh durch. Ciao. Währenddessen in der Villa. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. But it's a start.
Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Coffee? Maybe? Das heißt, wir platzen da jetzt voll in die Party rein. Moin, ist niemand da? Ach Gott, zum Glück bist du da. Ich habe die Augen... Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Oh, wei. Kann es sein, dass wir die gar nicht ihr... Oh nein, das ist nicht für sie. Oh, ich dachte, die will die. Das wird dafür sein, dass uns letztendlich die Crew zusammenstellt, nicht erkennt. Das soll einfach ein Disguise sein. Ey, ich werde komplett behämmert. Geil. Was haben wir noch für Sachen gerade? Weil wir werden doch nicht der Mannschaft beitreten können, ohne das mit dem ganzen anderen Kram gemacht zu haben. Wir brauchen ja einen Mob dafür, dass wir überhaupt da rein... Ja, genau. Okay. Das heißt, sie braucht immer noch irgendwas, was wir ihr noch nicht gegeben haben. Können wir sie damit nicht irgendwie beschäftigen? Viel Spaß damit? Oder so? Weil es reicht ja nicht, wenn wir uns entschuldigen. Und es reicht auch nicht, wenn wir ihr Geld geben. Und es geht um ein Buch, was wir damals ausgeliehen haben und ihr nie zurückgebracht haben. Das heißt, dieses Buch muss es doch bestimmt irgendwo noch geben. Und das ist nicht das Buch hier. Hello, Mr. Brush. Hi there. Mr. Brush. At the end of the plank. Ah ja. My mother's. Please don't touch it. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. Hier können wir auch noch nicht reinkommen, ne? It seems to be stuck closed. Employees only. Wofür wenn das sowieso irgendwie ein Ort ist, wo man reinkommen kann. Weil ich wüsste nicht, was man da benutzen kann, um da reinzukommen. Dieses Plüschtier. Es ist so hässlich. Das ist ganz schlimm. Die sagt auch nichts anderes mehr, oder? Things are not what they seem. Perfekt, danke. Der braucht einen Splitter davon. Aber an einen Splitter werden wir nicht wirklich geraten. Gab's hier irgendwas? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Ich will das wirklich. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release. Ich kann mir vorstellen, dass wir damit vielleicht was von dem Mob abschneiden This können. product is not to be used in the commission of any crime. Vandalismus? Ach komm schon. Jailbreak and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving or manicuring yourself. Ich darf niemanden maniküren? Ach komm schon. Considered outside wow. the scope of acceptable. Man darf hier gar nichts mehr. Oh. Okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes... Oh, is this where I say yes?
Yes. 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 Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, ja. as it could create a liability issue. Alles gut, ich nehme den. Danke. Okay. Gut, was ist das? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. Der Vergebungsfrosch! Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Und ich mache mir so Gedanken, dass wir das Buch finden müssen und ich brauche einfach einen Vergebungsfrosch. Ich werde komplett dumm. It can help someone forgive, even Genau der ist es. Der da. transgressions. Der Pepo Happy. Geil. Das werden wir brauchen. Weil das werden wir als Mob-Kopf benutzen. That's my last one. Quite the bargain. Okay. So, gibt's hier sonst noch was wir gebrauchen könnten? Ich glaube erstmal nicht. Man muss sich wirklich überall jetzt immer sehr gut umgucken. Weil guck mal, hier sind ganz viele Öffnen. I'd need a lot of keys to open that. Weil die ganzen Items hätte ich jetzt nicht gehabt, wenn ich da nicht nochmal hingegangen wäre. Und die sind ja wirklich notwendig, um überhaupt weiterzukommen. Der Vergebungsfrosch. Natürlich. Wie konnte ich nicht auf diese Idee kommen, einen Vergebungsfrosch zu besorgen? Ich Idiot. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. This is for you. You're giving me a frog? Ein It's a forgiveness Vergebungsfrosch. frog. For when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ich hätte was auf den Frosch schreiben sollen? Man schreibt doch nicht auf den Frosch. Eine Entschuldigung auf den Frosch schreiben. Sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft... Tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Tut mir leid, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Wie viel passt auf diesen Frosch? Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Dass du hart zu Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze, dass du leidenschaftlich zu Leidenschaft bist. Robust zu Robustheit? I realize that you are tough on toughness. Und alle sagen, wie nett du bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war, ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. I've implemented a reminder system for myself. So, das ist doch mal eine Bombenentschuldigung. This is for you. Sehr geehrte Damen und Herren. Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber was sagt man denn noch zu ihr? Das wird jetzt eh nichts bringen. Können wir es doch einmal mit dem Frosch versuchen? Can we try the frog again? Ich habe nichts verändert. Das wird nicht funktionieren. This is a nice sentiment, but the only I reject your. Sorry, ich schreibe noch mal kurz um. Okay. Liebe Carla. Aber warum sagt sie, dass das einzig Persönliche, was ich hatte, der Name war? Weil ich habe doch das Buch ausgeliehen und verloren. Dafür entschuldige ich mich doch. Sorry for losing the book I borrowed. Ich bewundere, dass du hart zu Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Hart zu sanft. I admire that you are hard on softness. Und ich sag den Leuten immer, wie nett du bist. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. I promise to do better in the future. Vielleicht auch, du machst mir eine Heidenangst. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. This is for you.
So ein bisschen wie Mastermind spielen. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Aber was denn sonst noch? It's a lot of work being governor. Can I borrow a book? Ach. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but Ist es jetzt somehow they aren't gut? helping. I need more than that. So in etwa. Wie kommt man denn auf die anderen Sachen, die wir brauchen? Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Das kommt mir irgendwie so vor, als ob ich jetzt vielleicht noch gar nicht unbedingt wissen könnte. Vielleicht müssen wir auch irgendwas entscheiden, was gar nicht passt. Liebe Carla. Es ist nicht das Buch? Aber dafür entschuldigen wir uns doch. Es wundert mich so, dass sie sagten, dass nur das einzig Persönliche, was ich richtig habe, das mit dem Namen ist. Weil das ja auch eigentlich richtig sein muss. Können ja auch mal was anderes Sorry for ausprobieren. blowing you up that one time. I value that you are dedicated to dedication. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. You scare the heck out of me. Hey, guck mal, ich hab nochmal einen Frosch. Dear Carla, what's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Okay, also war das schon mal das Richtige. Alright, alright. Das heißt, weiter hinten waren Probleme. Liebe Carla. Das Buch. Sorry for losing the book I borrowed. Pflichtbewusst. I value that you are dedicated to dedication. Und alle sagen, wie nett du bist. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Du machst mir eine Heidenangst. You scare the heck out of me. Ich weiß nicht, ob man das Ende wirklich so machen sollte mit so einem Witz. Das ist fast wieder so ein bisschen so, wo man so ein bisschen bei dem Schwertkampf herausfinden musste, welche Sachen man sagen muss. Aber One thing. You can do better. I reject your frog. Wetten das Ende? Bestimmt das Ende. Liebe Carla. Das Buch. Sorry for losing the book I borrowed. Pflichtbewusst und I value that pflichtbewusst. you are dedicated to dedication. Alle sagen, wie nett du everybody bist. says how nice you are. Please accept my humblest apology. Ich versuche mich zu I bessern. promise to do better in the future. Wenn es jetzt 2 Sachen sind, wissen wir ja, dass das Ende This richtig is war. for you. Oh. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ist es dann doch nicht, dass alle sagen, wie nett die ist? Sagen wirklich alle, dass Carla so nett ist? Ich weiß ja nicht. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Frosch ist komplett vollgekrickelt. I've implemented a reminder system for myself. Auf ein neues. This is for you. Hier ist der vollgekritzelte Frosch. Viel Freude. Dear Carla,
This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. Das Problem ist, ich ändere gerade immer 2 Sachen. Das heißt, ich könnte gerade sehr, sehr schwierig die ganze Zeit am richtigen vorbeischlittern. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Nö, nicht weglaufen. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ich habe halt noch nie wirklich ausprobiert, auch wenn es nicht meine Schuld war, aber es würde mich sehr wundern, wenn das die richtige Antwort ist. Am Ende. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Okay, dann war das am Ende auf jeden Fall richtig. Oh Gott! Ich habe gleich alles ausprobiert. Das Buch haben wir uns ausgeliehen. Ist es vielleicht doch nicht das Pflichtbewusstsein? Aber da hat die vorher ja dann schon immer gesagt, dass wir nichts über sie wissen. Aber sonst können wir eigentlich nichts anderes mehr zusammenmischen. Nehmen wir hier mal das. I appreciate that you're keen on bluntness. Ich glaube nicht, dass es das sein wird. And I know you're really nicer than people say you are. Ja, es gibt nur begrenzt viele Kombinationen und ich habe gleich alle durch. I've implemented a reminder system for myself. Wenn die jetzt sagt, dass wir sie nicht richtig kennen, dann muss es das mit der Dedication eigentlich weiterhin sein. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Also, das hier ist korrekt. Das hier ist korrekt. Das hier ist korrekt. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. I'm stuck here too. Dear Carla, this is a nice sentiment. And it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Eine Sache, das kannst du besser.
Das kann doch nicht wahr sein. Muss man noch irgendwas anderes damit machen? Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Hatte ich schon mal das zweite mit dem Erinnerungssystem? And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Du machst mir eine Heidenangst, wirkt nicht wie eine gute Entschuldigung. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ich dreh gleich durch. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich so lange daran sitze, obwohl es hier nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten gibt. Vielleicht sollte ich mal anfangen, mir die aufzuschreiben. Das mit dem Buch und dir, Carla, ist zu 100% richtig. Das mit dem Pflichtbewusstsein wird auch richtig sein. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Beeindruckender Kessel. The feast of knowledge. Können wir ihr den Frosch nochmal zeigen? Ja. Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? No. No. It's soft and extra fuzzy. It's good for relieving stress. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Können wir ihr irgendwas sagen zu dem Tresor, der zigtausend Schlüssel hat? Mr. Brush. Hello. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Ich frage mich halt, ob man noch irgendwas weiteres herausfinden muss über die. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Edgy. Edgy. Wenn wir mit ihr sprechen, dann werden wir ja direkt in den Kampf reingelotst. Stay out of my bedroom, Threepwood. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Warning, do not try these tricks at home. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Pirate Times, editor Conrad Lee.
ready to publish your unrecognized genius. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Ich glaube, genauso haben wir den schon mal abgegeben. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. It's a lot of work being governor. Aber daran müssen wir doch jetzt gerade weitermachen, weil alles hängt doch gerade damit zusammen. Literally alles. Dear Carla. Vielleicht findet man ja andere Infos oder so. Aber wir haben uns doch hier schon alles angeguckt. Sorry for losing the book I borrowed. Was ist das lilane Buch hier? Ist das da das Buch, was fehlt? I admire that you are hard on softness. Hier sind halt auch nur 3 von 4 Antwortmöglichkeiten, obwohl überall 4 sind. Das ist ja schon ein bisschen sass. Aber ich wüsste auch nicht, was man sonst als andere Antwortmöglichkeit da machen könnte. This is for you. Dear Carla, Ja, das wird sowieso komplett falsch sein. This is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Wir müssen doch von irgendeinem rausquetschen, was die über Carla sagen. Am Ende der Planke! The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Ja. Was sagt die, wenn wir das ausleihen wollen? Ist das nicht das, was wir nicht zurückgebracht haben? I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Weil sie hat ja auf jeden Fall auch das lila Buch. Welcome back. Hello. Moin. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Mhm. Hat Stan noch was zu sagen? Hey Stan, my man. Hey Stan. Hello there, son. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Das ist eine Menge. Dein Büro ist I've been zugenagelt. to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Stan, alles gut? See you later. Yep. Word of advice. At least this jail has 2 lamps. Mhm. All keys are gold. It's the way of keys. Erinnerung. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows. The note says,
forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hey, Wally. Kann man das Spiel spielen, wenn man die alten Island nie gespielt hat? Ja. Es gibt am Anfang so ein Sammelbuch, da sagt er dir quasi so eine kleine Zusammenfassung. Aber man muss natürlich sagen, sehr viel hiervon sind Anspielungen an die vorherigen Teile. Also du kannst auch ohne spielen, aber wäre schon empfehlenswert, die anderen zu spielen. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Mhm. Bye. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Hm? Ja, ich finde den Artstyle auch sehr, sehr schick. Mag den auch gerne. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Der sagt auch nichts anderes mehr, ne? I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Können wir mit denen eigentlich nochmal reden? Mit denen haben wir schon lange nicht mehr geredet. Sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering Uh-oh. this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Ich habe die 3 Prüfungen bestanden. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship Als ob du die geschrieben hast. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat. Von denen ich 3 erfunden habe. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Ah. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Mhm. Oh. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Schade. Loderndes Feuer. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Meint ihr, es gibt ein Easter Egg, wenn man hier jetzt einfach lange stehen bleibt und nichts tut? Und dann gibt es ein Archiv mit dafür? Dass man in Flammen aufgeht? Fände ich schon sehr witzig. Ist da hinten einer am Fenster? Der hängt da einfach raus. Nun gut. Sagst du noch irgendwas? How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Hm. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Nice. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Mhm. Okay, thanks. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ich schnitz diese Möwe hier auf. Müssen wir dann am Ende? Ja. Stay away from my mom. Und um das halt zu machen, um hier an den Splitter zu kommen, müssen wir ihn dazu bringen, dass der am Kochen ist. Und das kann er nur, wenn er das Rezept hat. Und dafür müssen wir uns entschuldigen bei der guten Carla. Der Möwentrauma schaut. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Ridiculous. Hey. Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Sorry. Never mind. Nicht viel mehr I hope sagen. this isn't one of those party Hinten sind nur Vorräte. Das gibt es doch nicht. Was könnten wir noch machen? Was könnten wir noch machen? Was könnten wir noch machen? Entschuldigung. Der hat einfach was durchs Fenster geworfen. Ich glaube, es hakt.
Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Sie ist dem Pflichtbewusstsein verpflichtet. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass es auch das ist. Gut. Also. Liebe Carla. Buch. Pflichtbewusstsein. Dann ist halt die Frage, lieben die Leute die alle oder nicht? Aber wenn die gewählt werden soll und die sogar hier so ein krasses Ding hat. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Property boring. Foreclosed by order of Madison Enterprises. Auch eine stehen gebliebene Uhr geht zweimal am Tag richtig. Das ist korrekt. Das stimmt. Sagst du denn noch irgendwas anderes, wenn man ganz oft mit dir redet? No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. Da sagt er auch immer nur das Gleiche. Only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Das gibt's doch gar nicht. Sagt er noch irgendwas im Museum zu der Carla? Oh, I used to love these when I was 6. Gibt's da irgendwas von der? Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John. Nein, als ob! No. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Nee. Ich habe niemanden gesehen. Tut mir leid. Das ist echt blöd gelaufen dann. Mann. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Mhm. Museum of Pirate Lore. Das kann doch nicht wahr sein. Dass ich hier jetzt so stucke. Hi again. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided. Ja, mit ihm können wir sowieso nicht über irgendwas reden. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. I refuse, das Hinweisbuch zu benutzen. I don't want that. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Aber niemand sagt irgendwas über Carla. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Wenn die Entschuldigung nicht gut genug ist. Erstmal eine Reihe von Hinweisen. Ja, das denke ich mir, dass das so gemacht ist. Aber ich will es gar nicht benutzen. Never ever. Obwohl ich alleine gerne mal sehen würde, wie das aussieht.
It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Ich glaube, man muss vorher noch was machen. Ich glaube, man kann es momentan noch nicht so lösen, weil uns noch irgendwas fehlt. Ich benutze jetzt, glaube ich, das Hinweisbuch. Ich bin jetzt schon so schnell, als mich dann doch gebrauchen. Aber es leuchtet da oben auch die ganze Zeit so. Es will mir einen Hinweis geben. Aber ich habe richtig Angst, dass es mir jetzt gleich einen Hinweis gibt auf ein Rätsel, wo ich gerade gar keinen Hinweis für brauche. Oh, man kann sogar danach fragen. Oh, das ist cool. Wie kann ich ein Buch von Carla ausleihen? Ja, wow. Ja, das ist wie den ersten Hinweis, den du bekommst von Professor Layton. Ich glaube, du musst dich bei Carla entschuldigen. Ja, cool, danke, stimmt. Hast du recht. Muss ich wahrscheinlich. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet I bist. value that you are dedicated to dedication. Wie deine Taten in Santo Domingo beweisen. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Keine Ahnung, ob das wirklich das ist, was ich hören will. Diese vermaledeite Statue. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Und jetzt leihen wir uns das Buch Can I aus. borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one. Yes! You're genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Wenn wir das Buch nicht zurückgeben. Ist ja eh das letzte Spiel. Juckt. Danach sehen wir die nie wieder. Ist doch egal. Zutaten untersuchen. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Man konnte übrigens auch Sterne davon abnehmen, ne? Besonders der Typ hat doch sogar gesagt, in dem Buch sind Zutaten drin, ne? Was tuschelst du? Moment, oder haben die gerade im Gemischtwarenladen getuschelt? Hallo? Was tuschelst du? Ha? Reiner. Er hat doch sogar gesagt, es sind Zutaten drin. Oh way, das Buch heißt sogar Zutaten. Ich werde bescheuert. Bitte sehr! I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must Und jetzt sucht er nach dem Gericht. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to Er macht einfach alle. I better get to work. Ja, ey, dann ist er auf jeden Fall beschäftigt. Traumhaft, danke. Ich schneide mir mal kurz was ab, ne? Haben wir das Stück? Ja! Über den Holzsplitter reflektiert. Good times. Good times. Okay. So, das heißt, damit können wir jetzt zu Wally. Aber wieder der Klassiker. Eine Kleinigkeit, die gerade noch gefehlt hat. Here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 Minuten später. Doch so lang. Sure, here it is. Thanks, Wally. Danke. Voll lieb, Wally. Okay, wir fangen hier an.
Okay, wir können ja auf die Karte immer wieder drauf gucken. Das hätte man definitiv brute forcen können. Bestimmt nicht. Bestimmt gäbe es da irgendwo einen Punkt, wo du eigentlich nicht langkommst, sondern erst, wenn du die Karte hast oder so. Ab in den Wald. So, wir sind bei der Brücke und gehen hinein. Jetzt müssen wir bei den lila Blumen rechts abbiegen. Das kann sehr gut sein. Dann müssen wir bei den lila Blumen abbiegen. Da bin ich nämlich lang gegangen, aber dann habe ich verkackt. Dann, lass mich verarschen, müssen wir bei den lila Blumen lang gehen. Dann müssen wir bei der fleischfressenden Pflanze lang. Dann fleischfressende Pflanze. Dann lila Blumen. I've got a few. Pilz, Pilz. Und dann sollten wir da sein. Ey! Ein winziges Reh, das fehlt. Das muss er sein. Niedliche Igelfamilie. Mind your mama, little prickly kids. Oh mein Gott. Ein fröhliches Eichhörnchen. Wow. Und du willst jetzt... Shape tells me this is the rare endangered Melee Island mop handle. Einfach alles Stiele. Ich sehe das jetzt erst. Das ist dumm. Ist das bescheuert? Ich möchte ja nicht sagen, aber das hier ist gerade der fröhliche Heimatort von dieser ganzen Tierfamilie hier. Und wir reißen uns da jetzt einfach einen Ast ab. Mehrere Stunden später. Warum? Junge! Du hättest einfach einen Zweig rausnehmen können. Warum? Das weint! Ach komm schon! Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Junge! Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Das Eichhörnchen brennt! Guybrush, du bist krank! Shortcut back. Viele Stunden. Ja, ey, eine Abkürzung, klar. I carved it myself. I made a mop. Ey, ich hab einen Mob. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Alles, was wir brauchen. We got a Mob. So, Quartiermeisterin erkennt mich. Gar kein Thema. Gar kein Thema, Kollegen. Ich hab eine Elgenclip. So, hier. Moment. I think I should move farther away from the quartermaster first. Oh, ey, mitgedacht. Nicht schlecht. Hup. Ach, Okay, wir müssen weiterhin hier im Screen bleiben, aber sollen uns hier hinten verstecken. Zip. Sollen wir uns irgendwie daraus noch eine Frisur machen? Oder so? Hi. Müssen wir ihn den Sohn zeigen oder hier? Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Bin ich Guybrush? Cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Wie konnte sie mich erkennen? How? Wie hat sie das gemacht? Ich glaube, wir müssen uns noch eine wildere... It's hopeless. Noch eine wildere Verkleidung zulegen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wie. Am Ende ist noch irgendwas in diesem Tresor. Oh, ich
muss schon wieder auf Toilette. Oh, guck mal, genau eine Stunde danach. Ich schreibe mir extra jetzt immer... Das wird jetzt gut. Ich find's geil, wie er das auch einfach seinem Sohn erzählt, so richtig stolz. Ja, Söhnchen, ich habe eine ganze Familie von Igeln obdachlos gemacht. Fragen, den Tresor zu kaufen. It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. For safekeeping. Nach kleinen Zahlen suchen. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Schade. Funktioniert vielleicht einfach ein Schlüssel? This key doesn't fit. This key doesn't fit. I'm no good at jimmying things. Das ist ja blöd. Nein, Masky. Da bin ich auf jeden Fall noch online. Keine Sorge. Gleich spielen wir noch ein anderes Spielchen. Kichern. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Oh, traumhaft. Verkleidung. Das ist nicht mein This is Ernst. a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. Nein! But alas, they have all gone. Warum? Das ist nicht okay. Haben wir? Das wäre mir aber neu. Netter Korb. An empty basket. I should have gotten here last month. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Kann die das hier vielleicht irgendwie auseinander entwirren? Kannst du die Augenklappe von John Laney für mich aufladen? Can you charge John Laney's eye patch up for me? Ah, the famous eye patch disguise Trottel. of John Laney. Hätte man wissen können. As I suspected, the magic has long since drained away. Akku leer. Great. So, can you charge it up again? I can. Then. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then Der was? I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. No. See what I can do. Der ist es. Bitte sehr. Den Biss der 1000 Nadeln für die Voodoo Lady besorgen. Der Biss der 1000 Nadeln. Ein Schwamm. Ein Schwamm. Das ist es. Mir geht's super. Ich hoffe dir auch. Der Biss der 1000 Nadeln. Der Biss der 1000 Nadeln. Ein Talisman. Der Biss der 1000 Nadeln. Ein Talisman. Oh, das ist doch super. Freier Tag ist doch immer sehr entspannt. Der Biss der... Der Biss der 1000 Nadeln. Feuer. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Etwas Zeit mit dem Speer Hi verbringen. again. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Grauen Star genannt.
Hey, da ist jetzt was Neues dran. Hä? Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. I'll, keep an eye out for them. Das war nicht ich. Hab ich nicht mitbekommen, wer das war. Keine Ahnung. Weiß nicht. Jetzt, wo du es so erzählst. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Ist der Biss der 1000 The plaque says, in memory Bums of looming seagulls eine Holzmöwe? Glaube nicht. Das schmutzige Buch. Copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Das Kochbuch wieder nehmen? Cookbook? I'd like it back. I'm still using it. He'll never complain again. Oh. Busy? Yep. Igitt, It's like a Mann. miniature dance party. Eine Miniatur-Tanzparty. Wow. The food is more exciting when you can smell the risk. When you can smell the risk. Wundervoll. Was könnte damit gemeint sein? Hey, Wally. What's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Ein Hobby zu Hey, haben. Wally. Ich lebe das Piratenleben. It's the pirate life for me. Yep. Jau. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Kann der irgendwas mit einer Schnur anfangen? Wer will was mit dieser Schnur anfangen? Die Schnur entwirren. It's hopeless. Das ist hoffnungslos. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Good old Labyrinthkarte. mazes. Can't get enough mazes. Selbst der Vorleger hier ist so eine Karte. Voll süß. If you listen close, you can hear the gears grinding. Ah ja. The note says, forced to close. Hier ist auch nix. Dass wir das Plüschtier drücken, das können wir machen. It's soft and extra fuzzy. Gerne. It's good for relieving stress. I've got enough to last me. Am Ende will die so einen Cracker haben. Was könnte die meinen? Gibt's doch nicht. Kannst du mir sagen, wo ich den Biss der 1000 Nadeln finde? Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Ein Cracker. Vielleicht? Ein Messer? Eine Feder. Eine Visitenkarte. Got any other mystical advice or information for me? No. No. Danke. Ich habe Sorge, dass wir diesen Tresor öffnen müssen. Warum genau haben wir eigentlich diese Visitenkarte? Pirate Times, Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Schwamm. Wir putzen einfach den Tresor. Das haben wir schon gemacht, den abgeguckt.
Das gibt's doch nicht. Den Biss der 1000 Nadeln für die Voodoo-Lady besorgen. Das muss ja irgendein... Hahaha, witzig. Ach so, lustig. Was könnte denn einen Biss von 1000 Nadeln symbolisieren? War noch irgendwas hinten bei den Vorräten? Nicht, dass da irgendein Item rumlungert. Was ich nie genommen habe. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis. Looks like this is going to be a long journey. Willst du hier vielleicht eine Visitenkarte? Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Wie erzählt er einfach seinem Kind, dass er 100 Stunden einfach nach dem Biss der 1000 Nadeln gesucht hat. Hat es was mit dem kleinen Kerl zu tun? Wir fangen den jetzt. Nein. Wir fangen ihn nicht. An glücklichere Zeiten denken. An glücklichere Zeiten denken. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Können wir eigentlich noch in den Wald? Oder müssten wir jetzt nochmal den Weg gehen, wenn wir da hinten hin wollten? Ja, aber wir werden jetzt ja nicht nochmal den Weg dahin müssen. Nee. Das bezweifle ich sehr stark. Weil der Biss der 100 Nadeln... Am Ende ist das so ein kleiner Igel. Aber das glaube ich nicht. Mit Crackern füttern. Jawohl. Hallo Maski. Komm zu Hause. Haben wir überhaupt noch die Karte? Lila, lila, lila. Erstmal dreimal lila. Hey, Akai. Ah, krass. Er geht dann wirklich auch alleine. Ah, okay. Zitternde Vögel. Winziges Reh. Waldtiere. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. One-Shot heißt das Game, Chiara. Also hier können wir auf jeden Fall nichts irgendwie mitnehmen. Hier gibt es nichts. Nope. No. Wir haben sonst nur das Museum. Hier oben ist nix. Hier war nix. Hier ist nix. Ich kann jetzt ja wohl nicht hier hinlaufen und dann ist hier plötzlich was, oder? Nee. Wäre auch gemein. Ist das bei der Governorin? Würde mich auch irgendwie wundern. Sagt ihr noch irgendwas Neues?
really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Hey, kid. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. See you later. Yep. Langsam gehen mir die Ideen aus. Aber wir können da auch gefühlt nichts geben, oder? Nicht, dass wir das Item schon die ganze Zeit haben und hier richtig dumm rumlaufen. Das wäre ein bisschen peinlich. Nee. Der Biss der 1000 Nadeln. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Ich schwöre, wenn es am Ende wieder irgendwie so ein Wortspiel ist, dann flippe ich aus. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Was kann's denn? Die Lösung ist so frech. Jetzt will ich umso mehr darauf kommen. Kleiner Hinweis, gerne, Fabi. Im Wald war ich richtig. Ah, fleischfressende Pflanze! Oh Gott! Ma! A classic specimen of Alata needleus. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp gotcha, you pointy little tracheophyte. Ah, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Na! Stupid! Stupido! Bitte sehr. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or das ist ein Zauber. plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. Ich habe auch die ganze Zeit an einen Kaktus gedacht oder sowas. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Nicht reinspucken. Oh, danke. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that.
That's it? Unless you want the extended service warrant. Nee. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe? I'm not a sucker. Maybe try it on first, before we discuss payment. Uh-oh. Well, how do I look? Ooh. Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Hell yeah! I think you're ready to set sail. Weil wir haben alles von der To-Do-Liste soweit erledigt und können jetzt der Mannschaft beitreten. I'm so excited! Und? How do you like my mop? It's custom built. Oh, I think that might be someone I used to know. Wait a minute. I've seen this mop before. Where did you get it? Ich habe ihn selbst gemacht. Heutzutage sehen alle Mobs so aus. Das ist der Stil. Der Stil. Ich habe ihn von einem Piraten gestohlen. Kein Kommentar. All mops look like this nowadays. It's the style. Well, you're the expert, I guess. I happen to need a swabby. You interested? Hell yeah. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Währenddessen in der Scumbar. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Oh. Boah, er sieht so badass aus. Na, holy shit. God, he's creepy. Puh. Wir sind auf einem Schiff zusammen mit LeChuck und werden verfolgt. Teil Nummer 2, eine gefährliche Reise. Perfekter Moment für eine Pause und es ist Punkt 20 Uhr. Wow! So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet. But Gullet. You never call me that. To you, I'm the first swab. I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. Okay. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here. You sleep here. You take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Krieg ich hin. Any questions? Nein. Kann ich den Laderaum verlassen? Can I leave the hold? No. Was passiert, wenn ich den Laderaum verlasse? What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Okay. Das ist wirklich gefährlich, das stimmt schon. Wo ist meine Koje? Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Was gibt's zum Abendessen? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Was, wenn ich... du weißt schon. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. Was genau soll ich tun? What am I supposed to be doing exactly? No recruits.
You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. Ich soll wichsen, wischen. Ah, wischen. Okay. Gut, mach ich. Clean. Now, get to work. Pirate's life for me. Traumhaft. Freunde, hier sollen wir erst einmal ein Ende finden für unser ersten Teil von Return to Monkey Island. Es macht unfassbar Bock. Ich bin sehr gespannt, es weiterzuspielen. Boy, oh boy. Das ist geil.